Velo de Ville Esprit VFF 400. Ein wirklich designmäßig wunderschönes Fahrrad mit einem ganz besonderen Motor. Er hat einen Fazua-Motor mit dabei, ein ganz eigenes System, unglaublich leicht, made in Germany und das Ganze mit auch noch wirklich guter Kraft, weit über 50 Newtonmeter, die rauskommen. Das Fahrrad ist sehr schnell. Also es ist per se auch ohne Motor schon sehr schnell. Es fährt sich überhaupt nicht wie ein E-Bike, denn der Motor ist so leicht mit Akku und allem drum und dran, dass man es gar nicht merkt. Und ganz viele Designelemente sind so abgefahren bei dem Fahrrad, dass man es wirklich sagen kann, Velo de Ville hat hier ein Designmonster gebaut. Das fängt an mit dem Schutzblech, was gar nicht mehr aussieht wie ein Schutzblech, sondern vollkommen gerade ist. Da kann man es auch nur erahnen, wie filigran das Ganze gebaut ist, richtig schön. Oder zum Beispiel die Sattelstütze, die hier drauf ist, in einem Rahmendesign, unglaublich schön. Lenker ist cool. Das ist übrigens die Steuerung von dem Fazua, das ist alles. Also ganz reduziert und die ganze Motoreinheit mit dem Akku lässt sich in 0, nichts rausnehmen. Wirklich ein ganz tolles Fahrrad. Ja, ein Citybike würde ich fast sagen. Schwer im Kommen. Es gibt ja Hersteller in Deutschland, die bieten diese Fahrräder an mit einem irren Design, mit allem drum und dran für 2.500 €. Hier zahle ich 3.222 und habe einen echten Fazua Mittelmotor. Genau, also das Coole an dem Motor ist ja wirklich, ich kann ihn mit der Batterie ganz rausnehmen, kann dann auch, wenn ich mal ohne den Motor fahren will, eine Blende drüber packen und da habe ich halt wieder 4,1 Kilo gespart, was halt das Antriebssystem einfach wiegt. Und wenn ich halt ein E-Bike haben möchte, packe ich einen Motor rein und habe meine 55 Newtonmeter Unterstützung und kann halt richtig schnell anfahren. Also gerade in der Stadt macht das halt echt super Spaß. An der Ampel zum Beispiel, wenn ich da mal hochschalte und dann richtig schnell beschleunigen kann, ja, fährt sich's halt super, ist halt ein richtiges E-Bike. Und wenn ich es halt nicht haben möchte oder gerade nicht brauche, dann kann ich den Motor rausnehmen. Ja, das Coole ist, es wiegt ohne den Motor nahezu genauso viel wie ein Fahrrad ohne E-Bike, also ein Biobike. Ich habe also ein Biobike mit einem richtig tollen Motor. Wir können das ja mal zeigen. Wie wird der Motor entnommen? Wie funktioniert das? Also du hast hier so einen Hebel, ne? Wenn es aufgestellt ist, kann ich direkt entnehmen. Ich habe hier noch einen Akkuschloss und dann habe ich hier den Hebel, den ich hochnehme und dann kann ich den Akku hier. Dann nehmen wir mal raus, denn das Ganze besteht hier aus 2 Teilen. Das ist einmal die Batterie und einmal der Motor. Die Kühlrippen hier, ne? Die Kühlrippen drin. Ja. Kann ich da eine zweite Batterie mitnehmen, eigentlich im Rucksack? Ja. Genau, das wäre kein Problem. Also Lucien zeigt es ja gerade, das ist ganz einfach, den Akku vom Motor zu trennen. Und hier könnte ich jetzt halt gleich den nächsten reinschieben. Ne? Ich muss das gerade nochmal beschreiben. Das, was du hier in der Hand hältst, ist der Motor. Genau, das ist der Antrieb. Genau, wie bei so einem Mixer hast du hier auch das, was gleichzeitig diese Welle ist auch gleichzeitig das Zeichen von Fazua. Ne? Hier Logo und dann dreht das hier, das sieht man jetzt nicht. Aber genau, wenn du mal gerade die Kurbel drehst, zum Beispiel rückwärts, dann... nicht, weil man hier das jetzt eingespannt hat. Ah ja, okay. Aber wenn man es jetzt hier drehen würde, siehst du hier vorne schon bewegt sich so ein bisschen. bisschen. Ja, okay. Das heißt, es hängt direkt drauf, genau, und ist sehr leicht. Also es wiegt wirklich ganz wenig. Der Akku ist sogar wirklich super leicht. Also ich glaube sogar, man kann den wegen der Größe sogar im Flugzeug mitnehmen, was ja sonst nicht so das Thema ist, ne? Weil die... Vielleicht. Wir halten das mal offen, weil die ändern ja dauernd die, ich sag mal, entsprechenden Gesetze. 290 ist ab bis dahin geht und das jetzt 252. Bitte prüfen bei eurer Airline. Okay. Vielleicht geht es ja. Ich habe, glaube ich, einen aktuellen Fall, wo es nicht ging. Also wo die gesagt haben, geht nicht. Aber ich habe schon gehört, dass in den wichtigsten Urlaubsdestinationen Akkus verliehen werden von Fazua. Die haben sich nämlich darauf eingestellt, weil das Fahrrad kannst du wirklich mitnehmen im Flugzeug. Das funktioniert. Was wiegt das Fahrrad denn so ohne Antriebseinheit? Ich glaube, wir sind, weil es schon Gepäckträger und die Bleche hat, sind wir bei 17, ja, Komma kann ich ja nicht sagen, aber um die 17. 17 Kilo. Und die Antriebseinheit wiegt 4 Kilo, oder? So, genau. Ja. So, und das ist alles. Das ist alles. Ja. Das ist alles. So, und da ist der Motor mit drin, da ist die Steuerung mit drin, da ist auch, ich sag mal, die Verbindung dann nochmal zum Display mit drin. Das ist ja ein Drehmoment gesteuerter Motor. Genau. Das ist ganz klassisch ein Drehmoment gesteuerter Mittelmotor. Die wirkliche Eigenheit ist hier eben, dass die Antriebseinheit auf ein Winkelgetriebe greift, was dann eben ja, den Antrieb betreibt. So, hinten die Ohren, du hast die Anzahl der Gänge gezählt. Es müssten jetzt 11 Gänge sein, ne?
Und das ist sehr gute Übersetzungsbandbreite. Da sind wir schon im Bereich von um die 500% und damit kommt man schon ordentlich jeden Berg hoch. Ja, ein schnelles Fahrrad, ich habe es gerade eben erzählt, das ist ein Trekkingrad mit dünnen Reifen, gedacht für normale Wege, kann auch ein bisschen Schotter sein, keine Frage, kein Mountainbike, aber ein schnelles Stadtrad, so kann man sagen, oder? Genau, also ich bin selber letztens Test gefahren, also nicht das Modell, ein ähnliches. Und das war schon Wahnsinn, wie ich da mit in 40 Kilometern in 1,5 Stunden dann gefahren bin. Also das geht auf dem Asphalt sehr schnell. Also da ist mal sowas von flott unterwegs. Das ist die Besonderheit hier. Du fährst das Fahrrad hier laufen über 25 km/h. Deswegen ist die Reichweite von dem Motor so enorm, weil du nämlich nicht diesen Schlupf hast wie beim Mountainbike. Beim Mountainbike fährst du ja auch nicht mehr den höchsten Luftdruck. Hier kannst du wirklich Luftdruck fahren. Du kannst unglaublich schnell die 25 km/h erreichen und deswegen hält dieser Akku unglaublich lange. Genau, also benutzt den Motor eigentlich hauptsächlich zum Anfahren und wenn du dann deine Reisegeschwindigkeit, sag ich mal, erreicht hast, trittst du ja ganz normal selbst in die Pedale und dadurch hast du echt ordentlich Reichweite. So, Gepäckträger ist mit drauf. Auch den könnte man natürlich noch demontieren. Gibt es das gleiche Fahrrad eigentlich auch ohne allem? Ja klar, also das kriegen wir auch jederzeit hin, exakt bei dem Rad. Das ist ja keine große Geschichte, aber kann man natürlich auch komplett blank konfigurieren. Ist aber so filigran, muss ich sagen, der Gepäckträger, dass er überhaupt nicht auffällt. Die Farbe ist sehr stimmig. Das ist so ein... Ice Blue heißt sie? Ice Blue? Ice Blue. Ice Blue? Ist das blau? Echt? Sieht so ein bisschen aus wie Pistazieneis. Ja, so grün, blau, ganz pastell, ganz hell. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Trendfarbe, oder? Auf jeden Fall, ja, sieht echt mal was anderes, ne? So, die hast du eine ordentliche Bremsanlage mit drauf, Shimano, eine Zweikolbenbremsanlage, hinten auch eine Zweikolbenbremsanlage, bei dem Fahrzeuggewicht vollkommen ausreichend, aber das Ganze hydraulisch, oder ist das hier mit Seilzug? Nee, ist eine hydraulische Scheibenbremse, macht beim E-Bike auch absolut Sinn, also darunter, ja, finde ich schwierig. So, Rahmengrößen, was haben wir hier? Hier sind wir so zwischen M und L. Grundsätzlich haben wir alle Größen vorrätig bzw. im Zulauf. Ich glaube, wir haben jetzt 49 cm Sattelrohrlänge. Also ja, irgendwo zwischen M und L liegen wir. Lucien, mach den nochmal bitte rein, den Akku. Dann filme ich das mal ganz vorsichtig, denn unten wird jetzt die Antriebseinheit einfach eingesteckt. In dem Moment ist es verbunden und auch jetzt schon elektrisch verbunden. Hier oben ist das Display. Ist es möglich, über eine App oder sowas auf den Motor zuzugreifen? Bei dem System ist es jetzt möglich, per Bluetooth zuzugreifen. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich mit dem Bedienteil eigentlich wunderbar zurechtkomme. Also Lucia demonstriert es hier gerade. Genau, es ist ein Touch-Display. Das hat auch die Funktion, dass man es sperren kann, wenn es stark regnet, ne, und das Ganze ein bisschen empfindlich wird. Aber grundsätzlich habe ich eben 3 Unterstützungsstufen. Also einmal, ne, Rot ist das Stärkste, was es gibt. Da haben wir Blau so als Mittelstufe und Grün ist quasi die Energiesparvariante, wenn ich dann mehr oder weniger nur so ein bisschen das Mehrgewicht ausgleichen will. Und da habe ich auch die Möglichkeit, den Antrieb ganz auszuschalten natürlich noch, genau. Und zu sehen, wie voll die Batterie ist, wie geht das? Die Punkte hier. Du hast hier die Punkte, ne? Wir sind jetzt hier... Ist sie jetzt leer, oder? Nee. Wie viele Punkte sind es? 1, 2, 3, 4, 5, sind 20er Schritte immer. 20er Schritte, aber es leuchtet zurzeit nur ein Punkt, oder? Genau, haben wir 20%. Ist jetzt kurz davor, ja. Okay, das war die Frage. Das kommt so vom Werk, damit der Akku schonend ist, haben wir da jetzt nicht geladen, weil er dann ja sonst aufgeweckt wird. Und das ist das heißt, die meisten kommen mit 20%, die sind kurz angeladen. 35, 40 sind, also meistens ist es aber so im 20-30% Bereich kommen bei uns an. Aber so, der Lenker auch sehr sportlich, Sitzposition, ein sportliches Fahrrad, oder? Genau, also ließe sich natürlich alles anpassen, wenn ich jetzt einen gekröpften Lenker haben möchte und so ein bisschen bequemer sitzen möchte, wäre auch die Möglichkeit da, den Rahmen anders zu konfigurieren. Also den gibt es auch als Trapezrahmen, habe ich dann halt einen wesentlich tieferen Einstieg. Da haben wir eigentlich alle Möglichkeiten offen, wie beim ganz normalen Fahrrad. Ja, was ganz anderes, also ein sehr leichtes, für den Fazua-Motor auch bezahlbares Rad, wer sich da ein bisschen auskennt. Das Motorsystem ist sehr... Nicht gerade billig, sage ich jetzt mal, Velo de Ville, VEF 400, Fazua, das ist das Besondere und es kostet 3.222 €. Wie legt ihr die Preise fest? Ist das jetzt UVP vom Hersteller, oder? Genau, also hier siehst du es noch schön, das ist das Preisschild, wie es vom Hersteller gekommen ist und genau so legen wir auch die Preise fest, also UVP ist unser Preis.
So, man verdient ja weit über 50% an so einem Fahrrad, korrekt? Ja, das wäre sehr schön. Nee, ist natürlich nicht so. Ist nicht so. Also die Margen sind wirklich hart kalkuliert, das ist so. Kriegt die jeder eigentlich Velo de Ville oder ist das jetzt irgendwie, was man sich erarbeiten muss als Fachhändler? Velo de Ville musst du dir tatsächlich erarbeiten mittlerweile. Die Firma ist zwar, ja, vielleicht momentan immer noch am Wachsen, aber sie gucken schon sehr genau, wo sie reingehen, orientieren sich schon am Premium-Bereich. So, euch gibt es schon sehr lange. Wie lange gibt es Konrad bei Greenbikes? Konrad, den Fahrradladen hier in der Stadt, gibt es jetzt schon fast 30 Jahre, 20 Jahre hier am Standort. Uns selbst gibt es relativ frisch, zwar auch vorher am Konrad gearbeitet, aber jetzt Juni 21 den Laden übernommen. Ihr macht das zu dritt. Das Ganze ja recht erfolgreich jetzt seit fast einem Jahr. Oder ist schon ein Jahr jetzt? Über ein Jahr. Über ein Jahr jetzt. Und ja, es kam ja Höhen und Tiefen, so muss man es immer wieder sagen. Fahrräder waren schwer lieferbar. Wie sieht es denn hier aus? Habt ihr welche? Ja, unser Lager ist momentan wirklich gut gefüllt und auch die Rückstandslisten sehen gut aus. Also momentan sind wir eigentlich ganz zufrieden. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das Ganze Konrad bei Greenbikes in der Glockenstraße 4 in Kaiserslautern. Ja, ich habe da auch Social Media, Konrad-Fahrradladen. Da könnt ihr mal drauf schauen, Instagram und Facebook. Danke, tschüss. Ciao.